Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Herzlich willkommen zurück zu... Warum sage ich dauernd zu? Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Poolbau Teil 2. Der erste Teil ist jetzt schon ein paar Tage her. Also für mich habe ich jetzt gerade eben in diesem Moment den Abspann vom ersten Teil gedreht. Und in diesem Video wollen wir uns mit dem Wiederaufbau dieses Pools befassen. In der letzten Episode, nur mal kurz zusammengefasst, habe ich alle Fliesen runtergeholt, habe dann alles an Schweiß, der noch an der Wand klebte, runtergeholt, habe dann alles abgeschliffen, habe am Boden auch ungefähr 6 cm Schweiß abgetragen, habe dann hier mit dem Betonschleifer alles nochmal gerade geschliffen. Dann habe ich zuletzt da hinten diese beiden mittleren Düsen, die keine Verwendung mehr haben, die habe ich rausgestemmt. Die müssen zugemauert werden. Und heute fangen wir jetzt einfach mal damit an, diese ganze Wand jetzt hier zu grundieren, damit wir das Ganze dann mit einem 4in1 Fliesenkleber abspachteln können, damit wir eben wieder eine gerade Oberfläche haben, dass wir dann entweder Fliesen oder einen Verbundstoff aufbringen können. Verbundstoff wäre dann Fiberglas mit irgendeiner Art Epoxy oder sowas. Da muss ich mal gucken, was ich davon nehme, je nachdem. Die Abdichtung wird RD2 sein von Botament. Das ist eine 2-Komponenten-Abdichtung, die wirklich für Pools gedacht ist und auch dafür klassifiziert wurde. Moment mal, es gibt auch noch eine dritte Variante. Was ist denn mit einer Poolfolie? Kleiner Teaser. Ich glaube, wir haben jetzt doch nochmal unseren Plan geändert. Denn ich glaube, wir werden jetzt hier doch eine Folie reinmachen, weil es einfach viel günstiger ist. Aber mehr dazu ab Minute 33 etwa, würde ich sagen. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen, diese Grundierung hier aufzutragen. Dazu werde ich jetzt erstmal hier den Rand nochmal ein bisschen freikehren, damit ich mir nicht so viel Dreck jetzt an der Wand wieder hochziehe. Da hing jetzt sogar einiges hier noch an der Wand. Das muss natürlich auch alles runter, das muss relativ staubfrei sein. Das hier ist die Grundierung, die wir verwenden, wieder von Botament. Die ist relativ flüssig. Ich kann sie, glaube ich, nicht sprühen, obwohl man sie 1:1 mischen soll. Ich habe mir jetzt mal hier das Sprühding da mitgebracht. Aber ob es damit geht, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir den Eimer mitgebracht. Ich mache es jetzt mal auf und dann gucken wir da rein. So. Die ist relativ flüssig. Leute, was? Die ist relativ flüssig. Die ist relativ flüssig. Okay, das ist ziemlich interessantes Zeug. Könnt ihr das hier sehen? Die ist relativ flüssig. So ein Gelee fast. Also ich kann es nicht sprühen. Das heißt, ich mache jetzt hier Wasser rein und dann mache ich mir genauso viel von dem Zeug da rein und dann kann ich das hier mit der Rolle auftragen. Das Zeug sieht richtig eklig aus. Oh, richtig eklig. Okay, wie viel war das ungefähr? Vielleicht so 500. Und nochmal 300. Da kippen wir jetzt aber mal einen Liter Wasser drauf und das Ganze muss ich jetzt gut umrühren. Dazu muss ich mir jetzt noch was besorgen. Ich habe eine alte Latte. Yummy. Kennt ihr diese Bananenfrau? Wer sie nicht kennt, hat auf jeden Fall was verpasst. Die ist so gestört. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so sein soll. Vielleicht muss ich das hier mit dem Quirl rühren. Wobei, jetzt scheint es zu gehen. Dann rollen wir mal. Wir sind natürlich so krasse Unebenheiten, dass ich gar nicht weiß, ob das gut funktioniert. Aber das macht ja erstmal einen sehr guten Eindruck hier. Krasses Zeug. Hier innen drin habe ich jetzt auch grundiert, damit wir dann da reinmauern können. Ich fülle jetzt das hier einfach einmal mit Schaum auf, weil das brauchen wir halt nicht mehr. Wenn man es halt nochmal irgendwann haben wollen würde, kann man hier wieder rangehen. Es sind halt alle Rohre neu gelegt, die anderen 4 Düsen, und das reicht ja vollkommen. Deswegen schäumen wir das jetzt aber raus. Schaum ist einfach geil, oder? Ich weiß nicht, ob ihr Sahne mögt, aber ich liebe Sahne. Und ich würde am liebsten jetzt da reinbeißen. Und das gleiche mache ich da unten. Also diesmal rühre ich jetzt eine Runde hier mit. Ich habe es jetzt eben hier drinnen auch schon einmal umgerührt. Jetzt hat es auch eine bessere Konsistenz insgesamt. Ich denke, das hilft. Die andere Rolle hat sich gerade in ihre Bestandteile aufgelöst, deswegen muss ich schon wieder eine neue nehmen jetzt. Aber passiert, ne? Also es lässt sich das Zeug auch besser rollen, aber also jetzt ein krasser Unterschied ist da jetzt nicht. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich das hier alles nur mit der Rolle mache und nicht mit keinen Stab hole. Und das kann ich relativ simpel beantworten. Und zwar könnte ich nicht sehen, wo ich nichts drauf habe in den Löchern. Deswegen muss ich immer direkt davor hängen, damit ich es gut sehen kann. Übrigens habe ich gerade auf die Packung geguckt und da steht Verarbeitungstemperatur 5 bis 30 Grad. Wir haben jetzt gerade ungefähr 10 Grad, aber heute Nacht sollen 3 Grad werden. Ich hoffe einfach, dass das bis dahin gut eingezogen und getrocknet ist, aber ich denke schon, sollte kein Ding sein. Servus, neuer Tag. Lasst euch nicht von dem Lärm hier beirren. Ich werde jetzt hier anfangen zu spachteln. Hier ist der Fliesenkleber, den ich dafür nutze. Und wir haben richtig Glück, weil man darf den ab 5 Grad verwenden. Und wir haben zum Glück 7 Grad, deswegen muss ich jetzt schnell machen. Richtig warm. Naja, deswegen, das hier muss auf die Wand, das benutzen wir
um auszunivellieren quasi auf der Wand. Also für Mittelbett 5,4 Liter. Wir wollen ja quasi hier Mittelbett machen. Wir wollen es ja wirklich zum Abspachteln nutzen. Deswegen mache ich das jetzt genau so. Ich finde diese Lightweight-Säcke wie den hier immer total... Bossi, nein! Du nervst, wenn du so rumheulst. Also ich finde diese Lightweight-Säcke immer total krass. Und du hast 18 Kilo und das quillt so geisteskrank dann. Jetzt rühren wir den Spaß wieder hier. Solange der Fliesenkleber jetzt ein bisschen quillt, schneide ich mir mal hier die Steine zu, die hier reinkommen. Das sieht auch vielversprechend aus hier. Schön zugeschnitten. Hier, zack. Klebe ich jetzt einfach da rein. Und dann ist gut. So, einmal vollgeschmiert. Hier nochmal. So müsste das jetzt hier stimmen eigentlich. Jetzt schmiere ich einfach alle Ecken auch nochmal direkt ein. Ja, dieser Fliesenkleber ist echt krass. Der haftet brutal. Das ist echt nice. Also der wiegt doch einfach nichts. Ist ja auch ein Leichtkleber. Haha. So, das schon mal geklebt. Jetzt können wir anfangen zu spachteln. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie gut das klappt. Es muss ja nicht perfekt glatt sein. Es geht einfach nur darum, dass wir eine Oberfläche schaffen, die weiter bearbeitbar ist. Also ich denke aber, dass ich... Hey! Du Vogel, ey! Ja, die Franzi ist auch wieder dabei. Wie so ein Baby, ne? Okay, es geht aber. So, also ich habe die beiden Seiten jetzt hier komplett bespachtelt. Das hat jeweils genau einen Sack gebraucht, also es war echt in Ordnung. Und ich habe aber nur noch einen Sack. Der wird dann genau für die beiden Kopfseiten, die beiden Stirnseiten reichen. Und dann muss ich den Boden grundieren und dann kann ich den Boden auch spachteln, wobei ich da vielleicht was anderes nehme oder ich rühre eben diesen Fliesenkleber anders an. Ja, ob das glatt genug ist, dass man da jetzt die Abdichtung drauf machen kann, weiß ich nicht genau. Das muss ich dann mal gucken, wenn es getrocknet ist. Vielleicht muss ich im Worst Case sogar noch eine Schicht drauf machen, aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist hier drin alles jetzt komplett trocken, ist total geil. Und hier hinten, also ihr müsst euch mal diese Wand hier angucken, was da im Dreck runterkommt. Das ist echt übel. Ich weiß nicht, von wie vielen Jahrzehnten dieser Dreck ist. Und hier habe ich auch jetzt schon mal drüber gespachtelt, dass das schon mal komplett zugeht. Dann, wenn es getrocknet ist, dann kann man dann auch flächig drüber spachteln. Das kann man schon in 2-3 Stunden machen. Das war jetzt die letzten Tage immer unter 5 Grad. Das heißt, ich konnte hier drinnen nicht weiter spachteln. Aber dafür sind die Wände, die wir schon gespachtelt haben, die sehen richtig gut aus hier. Besonders aus der Perspektive. So sieht man natürlich wieder ein paar Unebenheiten. Das müssen wir dann rausmachen. Also nochmal glatt schleifen, die Unebenheiten, weil das muss auf jeden Fall ziemlich glatt sein, bevor wir da die Abdichtung drauf machen. Das ist so geisteskrank viel Arbeit. Ich habe es jetzt schon 100 Mal gesagt, auch im ersten Pool-Video. Gestört. Man sieht sogar meinen Atem hier. Ich werde mir jetzt hier nochmal einen Sack anrühren und werde die beiden Seiten verputzen, in der Hoffnung, dass es genug ist für die beiden Seiten. Müsste aber eigentlich. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber wäre cool, wenn es reicht. Wir werden sehen. Gestern und vorgestern mit so einem Typ telefoniert, der uns eine PU-Beschichtung für diesen Pool verkauft. Und das Ganze ist wesentlich günstiger als die Fliesen. Das ist sehr, sehr nice. Also wirklich eine coole Sache. Was habe ich jetzt hier reingemacht an Litern? 5, glaube ich, ne? Ach, schon wieder spät. Ich gebe es nochmal zurück. Auf jeden Fall, diese PU-Beschichtung kostet im Vergleich zu den Fliesen wesentlich weniger. Also allein bei den Fliesen wären wir bei 3.500 €. Bei der PU-Beschichtung sind wir bei 1,9. Dazu kommt dann halt auch nichts mehr, also kein Fliesenkleber. Und das kann ich halt auch easy selbst machen. Dafür brauche ich keinen Fliesenleger, weil Fliesen habe ich halt noch nie gelegt. Das wird aber hier drinnen ja nochmal ein eigener Akt. 1, 2, 3, 4, 5,5. So, jetzt den Sack da rein. Es gibt allerdings einen Manko bei der ganzen Geschichte. Und zwar braucht man, um diese PU-Beschichtung aufzutragen, eine Mindesttemperatur von 10 Grad. Ich habe gerade erzählt, dass die letzten Tage keine 10 Grad waren. Das heißt, was werden wir machen? Wir werden hier zu dem Dach auch noch Wände ziehen. Und ich habe eine Heizkanone gekauft. Und dann werden wir das Ganze schön beheizen hier. Weil das Ganze muss jetzt halt bald passieren einfach, weil ein bisschen die Zeit wegrennt. Ich würde eigentlich gerne in 2 Monaten hier fertig sein mit allem. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich gebe mir Mühe. Aber deswegen kommen dann halt solche Extra-Arbeiten, die nicht unbedingt vorhersehbar sind, vorbei. Ich habe übrigens den ganzen Tag ziemlich drinnen Wände verputzt. Deswegen ist mein Spachtelzeug auch nass. Es geht halt einfach weiter jetzt. Also ich meine, jetzt ist wirklich von morgens bis abends Spachteln immer hier angesagt. Aber ich beschwere mich gar nicht. Nee, es könnte schlimmer sein. Es könnte aber auch einfach warm sein.
Die Seite habe ich jetzt auch. Ich habe ja auch direkt noch ein bisschen in den Ecken aufgefüllt, weil der Typ, mit dem ich telefoniert habe, der hat halt gesagt, das muss sehr, sehr genau sein, weil ich keine Löcher mit diesem PU-Kunststoff füllen kann. Und ich muss das Ganze wahrscheinlich sogar nochmal komplett abschleifen, einfach um die glatte Oberfläche so hinzubekommen, dass es wirklich PU fertig ist. Das heißt, ich muss nochmal, vielleicht sogar die Wände nochmal spachteln. Das werden wir dann sehen, wie gerade das Ganze geworden ist. Ich mache jetzt nochmal die andere Seite, oder jedenfalls so weit wie ich komme mit dem Restsack, den ich da habe. Dann, je nachdem wie viel Uhr es ist, würde ich nochmal saugen, den Boden hier. Und dann muss der Boden grundiert werden. Das kann ich natürlich vielleicht auch noch schaffen. Das wäre nice. Das Zeug wird so schnell hart hier. Das ist unglaublich. Aber auch, weil es einfach super kalt ist. Bis hierhin hat jetzt meine Spachtelmasse gereicht. Meine Spachtelmasse? Mein Fliesenkleber. Den restlichen Teil werde ich dann zusammen mit dem Boden machen. Den Boden werde ich eventuell morgen grundieren. Morgen ist Sonntag, ich weiß nicht genau, mal gucken. Weil morgen will auch der Typ kommen, der eventuell die Fliesen verlegt. Wenn ich es nicht selbst mache, mal gucken. In Sachen Pool geht es jetzt weiter, dass wir hier diese Lampen einbauen. Ich hatte euch die ja schon mal gezeigt, glaube ich. Diese Paar 56 nennt sich diese Lampenfassung. Das sind die, die extra für Pools gedacht sind. Die sind wirklich richtig groß. Und ich hätte nicht gedacht, dass die so groß sind. Und diese Fassung, die muss eben hier in die Wand rein. Jetzt haben wir hier gerade mit dem Laser einfach schon mal uns das angezeichnet, dass die auch wirklich beide auf der gleichen Höhe sind. Und werden jetzt als nächstes anfangen, diese Lampenfassung hier in die Wand einzulassen. Das ist natürlich schön Stahlbeton, also es wird richtig spaßig. Aber ja, mal gucken, was wird, ne? Was wird? Klar, Jungs, also wir fangen jetzt an erstmal hier. Mann, Digga, ich bin behindert. Wer bist du überhaupt? Ich bin der Benny, ich bin der Cousin. Ja, das ist der Benny und der ist auch dabei. Ich bin auch dabei. Und ja, wir schneiden das jetzt hier Stück für Stück rein und fangen erstmal hier an, dass wir jetzt erstmal hier quasi Querstreben reinmachen. Dann wieder seitlich und dann das Ganze mit dem Hilti aufgestimmt. Genau. Ja? Denkt dran, das Ding aufzusetzen. Genau. Und geht ganz gut, oder? Ja, geht's durch wie Butter. Geil. Vielleicht muss man einmal erst den Rand. Also du kannst auf jeden Fall tiefer schneiden. Okay. Ja. Ich glaube, gib mal gerade. Ich denke, du kannst wirklich. Wenn du so tief schneidest, dann die Stemmmaschine, die ist richtig stark. Also die haut es dann raus. Okay. Also Benny hat jetzt hier wirklich richtig gute Arbeit geleistet, hat hier richtig viel rausgestemmt. Jetzt passt das ganze Ding da rein. Ich weiß nicht genau, wie man das anschließt bisher. Da muss ich mir noch mal ein paar YouTube-Videos zu angucken, beziehungsweise mal, vielleicht sogar mal in die Bedienungsanleitung reingucken. Auf jeden Fall kommt dieses Ding mit Fliesenkleber hier reingeklebt und irgendwie müssen wir dann mit einem Kabel von hier ins Poolhaus kommen, weil da die Elektroverteilung ist. Aber ich finde, das sieht schon ziemlich geil aus, oder? Also sieht schon aus, als wäre es eine Lampe. Ich habe jetzt hier nochmal alles gekehrt, weil jetzt natürlich Unmengen von Bauschutt hier eben rumgeflogen ist. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal das Grundierte alles sauber gemacht. Habe mir jetzt hier einen Sack Fliesenkleber schon mal wieder vorbereitet. Den werde ich jetzt erstmal so anrühren, wie ich ihn für den Rest der Wände auch angerührt habe. Und diesen letzten Rest hier an der Wand. Also das Grüne da, das werde ich jetzt noch damit spachteln. Und dann werde ich nochmal ein bisschen Wasser hier in meine Mische dann dazugeben. Und dann werde ich anfangen, den Boden zu spachteln. Der Boden den haben wir im letzten Video geschliffen. Und deswegen ist der relativ glatt. Aber ihr seht diese ganzen Löcher, die da drin sind vom Stämmen, die müssen natürlich alle zu sein, weil sonst hätten wir in der Abdichtung dann auch so einen Wellenboden. Das geht natürlich nicht. Also zuspachteln. Also ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie gut oder schlecht das jetzt funktioniert. Ich habe mir jetzt hier den Fliesenkleber schon relativ flüssig angerührt, dass ich den einfach jetzt nur wirklich wie bei den Fußbodenheizungen einschlemmen. Ich den jetzt hier so drüber kratze und damit wirklich nur die Löcher verfülle. Ich bin sehr gespannt, wie gut es funktioniert oder ob es überhaupt richtig funktioniert. Ich mache mir jetzt hier so einen Batzer hin. So. Oh, ich würde sagen, es geht ganz gut, oder was meint ihr? Die Ecken muss natürlich noch. Man sieht jetzt hier, das was ich als allererstes gespachtelt habe, die Wand, die sieht ganz schrecklich uneben aus. Das, was ich jetzt eben gespachtelt habe, sieht schon viel besser aus. Aber gut, man lernt halt auch mit der Zeit dazu, ne? Wie sich was verändert. Jo, los geht's. Ballern. Das sieht gut aus. Benny hat vorhin hier noch das andere Loch reingestemmt. Da passt auf jeden Fall der andere Strahler rein. Dabei ist uns leider passiert, dass wir
durch die Wand durch sind. Das heißt, wir müssen von der anderen Seite noch mal dran gehen und das hier zuspachteln. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil wir hier sowieso noch mit dem Kabel durchmischen dann, weil Strom brauchen die Lampen natürlich auch. Also haben wir jetzt hier 2 schöne Löcher und ich werde jetzt anfangen, hier den Boden zu grundieren. So, grundiert ist. Hoffen wir mal, dass das Wetter jetzt noch ein bisschen mitspielt. Es soll nächste Woche schneien. Das ist natürlich äußerst uncool. Müssen wir mal ein bisschen schauen, wie es wird so. Aber grundiert ist schon mal, das heißt, wir können hier am Montag den Boden spachteln, dann ist alles einmal gespachtelt und dann können wir anfangen, die Wände zu schleifen, weil ihr könnt jetzt hier sehen, die sind noch relativ uneben. Da muss man dann nochmal ganz dünn angemischt, auch mit diesem Green Rocket drüber gehen, einfach um es wirklich so richtig glatt zu machen. Weil mit dieser Lage, jetzt habe ich einfach nur alle groben Unebenheiten rausgemacht, dass wir erstmal eine grob gerade Fläche haben und jetzt können wir anfangen, das richtig glatt zu machen. Es hat heute Nacht geschneit, mein Dach steht noch, das hier muss weg. Ich habe schon einen neuen Skimmer bestellt. Skimmer ist ja quasi das, was der Überlauf auf der einen Seite ist, auf der einen Seite und zum anderen sammelt er den Dreck. Also hier war mal so ein Korb drin, der den ganzen Laub und so. Das wird alles hier reingeschwemmt und am Ende kann man einfach diesen Korb rausnehmen und hat dann den Dreck, kann den ausleeren und kann dann wieder den Korb da rein tun. Das wird ja auf der anderen Seite von 4 Düsen hier reingedrückt und hier läuft es quasi ab. Das heißt, das Rohr, was hier unten weggeht, geht auch direkt zu unserer Pumpe und zur Filteranlage. Dadurch, dass jetzt ein neuer Skimmer hier reinkommt, weil der hier natürlich in den letzten 20 Jahren total vom UV zerfressen wurde, muss auch hier dieser Kasten weg. Dieser Kasten ist auch wieder um den Skimmer drumherum gegossen worden, genau wie diese Platte, die hier oben überall drauf war. Das heißt, das Ding muss jetzt auseinander, muss weg und weil das Teil eben morgen kommt und ich morgen früh sowieso zum Schrottplatz fahren will, nicht zum Schrottplatz, sondern zum Müllhalde, deswegen stelle ich das jetzt einfach hier auch nochmal weg und dann kann man morgen den Skimmer hier freilegen und das auf die neue Größe anpassen. Ich versuche außerdem das Ganze jetzt möglichst ohne das kaputt zu machen rauszuholen, weil alles, was ich jetzt kaputt mache, daran könnte in mein Rohr rutschen und das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Deswegen fange ich jetzt erstmal an, das hier von der Seite so wegzustemmen. Man kann das hier ganz gut sehen, dass hier an der Seite so ein Riss ist und hier die Wand wurde in einem gegossen und dann wurde das hier auch noch dran gegossen und dann am Ende oben drauf die Platte. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde, vermutlich ähnlich, weil hat sich halt bewährt. Aber erstmal kommt hier wieder die Bosch-Maschine zum Einsatz. Okay, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das gibt Hoffnung. Ja, Mann. Geil. Das sieht doch gut aus. Ja. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Dann kann ich das ertragen. Hier kann man jetzt wirklich ganz gut sehen, dass sie das, glaube ich, wirklich in einem Stück, also sie haben das quasi positioniert, haben das dann alles abgedichtet und haben das dann direkt eingegossen. Beziehungsweise, also das hier war auf jeden Fall erst gegossen, weil ansonsten wäre jetzt hier beim Abstemmen, wäre das hier direkt mit abgebrochen. Ich werde jetzt hier nochmal ansetzen und gucken, wie gut das abgeht. Weil das ist schon hier, okay, zwar jetzt Plastik, was geknackt hat, aber das ist schon gut fest. Man muss natürlich irgendwie rauslösen. Jetzt bricht es leider. Gut, aber ihr seht, wie porös das ist. Hier. Geil. Da sieht man richtig, wie gelb das Ende ist von dem ganzen Chlor und so und wie weiß es eigentlich mal war. Der Unterschied ist schon krass. Ja, kacke. Ich werde mir jetzt irgendwas holen und da unten reinstopfen ins Rohr, damit mir da jetzt kein Dreck weiter reinfällt, wenn ich das jetzt hier weiter zerstöre. Fängt natürlich gerade leider an zu regnen. Ich habe gerade hier unten ein bisschen freigegraben. Ich vermute, ich werde das Ganze hier abschneiden müssen, einfach kappen müssen. Dann hier eine Muffe drauf machen und diesen Winkel neu, weil das hier ist reingeschraubt und dann verklebt. Das heißt, einmal verklebt kriegt man nicht mehr auf, oder kriegt man schon, aber ist voll der Umstand. Da ist es einfacher, dann hier einfach einen Cut zu setzen und hier noch eine Doppelmuffe reinzukleben. Und dann geht das. Und dann höre ich jetzt nämlich an der Stelle hier einfach auf und arbeite drinnen weiter, weil ansonsten ist hier nicht besser. Heute ist leider ein weiterer Pool-arbeitsloser Tag. Weil ich denke, ihr könnt ja an der Fensterscheibe sehen, es schüttet wie Sau die ganze Zeit. Immerhin kein Schnee mehr, aber ich habe ja gestern hier den alten ausgebaut, den alten Skimmer. Und hier ist der neue. Riesiges Teil, das muss natürlich da rein. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie ich das mache. Das ist, ja, aber das, was ich euch dann eben erklärt habe, quasi, also für euch eben, für mich gestern, ist, dass hier unten dieses Teil drin ist, dieser Korb, wo dann das Laub und so alles reingeschwemmt wird. Und dieser Korb, den kann man dann einfach entleeren. Und dieses ganze Ding muss ich eben irgendwie da einbauen. Das hier muss dann auch unsere Oberkante sein. Das heißt, es muss so eingebaut werden, dass das hier mit allem anderen auch abschließt. Das ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Da muss ich mich nochmal ein bisschen belesen und schlau machen. Man könnte den hier übrigens auch für eine Plane benutzen, also für eine Folie. Aber wir arbeiten ja mit dieser Abdichtschlemme. Das heißt, wir werden hier dagegen schlemmen und mal gucken, mit was ich hier abdichten werde. Ja, ich denke, man kann diese Dichtschlemme bis hier dran spachteln und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht kann man da auch irgendwie so eine Plastikrosette draufkleben, so wie wenn man die Duschwanne
klebt. Habt ihr auch schon gesehen bei mir. Also da muss ich nochmal belesen. Heute geht es endlich am Pool weiter. Ich habe euch ja gezeigt, dass hier der neue Skimmer angekommen ist und den alten habe ich jetzt schon angefangen rauszumachen. Die werde ich jetzt mal ganz rausholen und das Rohr da unten kappen und dann werden wir diesen Skimmer da einsetzen. Bin ich sehr gespannt, weil der ist halt ein ganzes Stück breiter als der alte. Ich muss es halt irgendwie da einsetzen. Bin gespannt. Benni ist jetzt dabei, nochmal die ganzen Unebenheiten hier an der Wand alle rauszuschleifen. Hier sowas zum Beispiel. Damit wir dann nochmal mit der Rolle da drüber gehen können und einfach eine dünne Schicht von dem Fliesenkleber auftragen können und das dann glatt streichen können. Weil wir wirklich eine ganz glatte Oberfläche brauchen. Also die darf fällig sein, die muss glatt sein. Einfach damit wir dann da diese Abdichtung gut drauf kriegen können. Also fange ich jetzt an, hier das Ding rauszustemmen. Ich glaube, ich hole mir erstmal die Säbelsäge. Da unten das Rohr werde ich jetzt erstmal durchschneiden und dann kann ich das Ganze zukleben, hoffentlich. Bin ich mal gespannt, wie viel Wasser da drin ist. Da ist auf jeden Fall einiges an Wasser drin. Also das Rohr sieht auf jeden Fall an sich schon mal ziemlich gut aus noch. Keinerlei Risse oder so. Und ist auch relativ fest noch. Ich habe da neulich mal drauf gestanden, also hat sich auch nichts verbogen oder... Ja, also es ist ja unter der Erde, ist keinem UV ausgesetzt. Gebe ich das ja erstmal zu, dass da mir kein Dreck reinfällt. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich fange jetzt an, das Ding einfach zu zersägen. Ich spritze mir das wenigstens nicht die Splitter hier überall hin. Da unten ist jetzt zugeklebt. Das heißt, seht ihr was? Hier? Ja, ne? Genau. Das heißt, da geht schon mal kein Dreck mehr rein. Wobei, ob dann ein bisschen mehr Sand im Sandfilter ist oder nicht, ist dann auch egal. So. Ja. Wir haben immer zwei Anschlüsse. Ich habe mich jetzt immer noch nicht belesen, wofür der zweite ist, aber ich werde es noch rausfinden. Also so wie es jetzt ist, sieht man das da vorne, dieser Rahmen hier. Da muss ich ein Stückchen ausklinken, damit ich das Ganze überhaupt reinsliden kann. Außerdem muss ich da unten von der Rundung auch noch was wegnehmen, weil das neue hier auf jeden Fall dicker ist als das alte. Aber wenn ich jetzt da vorne ein bisschen mehr ausklinke und es bündig setze, kommt es ja auch wieder ein Stückchen zurück. Also vielleicht kann ich es dann sogar so lassen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal anfangen, mir das da vorne anzuzeichnen und das dann auszuklinken. Also es passt schon mal rein, das ist schon mal ein guter Start. Gerade ist es sogar auch, allerdings habe ich jetzt hier eben mal gemessen, von der Unterkante, also quasi von der Oberkante hier bis hier, haben wir insgesamt 4 cm. Da unsere Feinsteinzeugfliese, die hier aber oben drauf kommt, die hat nur 2 cm. Und plus Fliesenkleber und so, muss ich hier halt nochmal 2 cm runter, damit ich hier auf diesen Endbelag komme. Es ist nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen zu tief bin, weil man das hier noch rausziehen kann. Also das hier ist höhenverstellbar quasi. Das heißt, ich gehe lieber ein bisschen zu tief runter als zu wenig. Reiche mir jetzt halt überall hier 2 cm weiter unten an und dann stemme ich das auch wieder raus. Beziehungsweise schneide es erstmal mit der Flex raus und dann wieder. War auch ziemlich schief, sehe ich gerade. So ist besser. Man sieht hier übrigens nicht so viel. Ich muss immer angewöhnen, mein Werkzeug ordentlicher sauber zu machen. So, in der Mitte muss ich wahrscheinlich auch noch tiefer stemmen. Genau. Also es passt jetzt schon tiefer rein als eben. Aber ich denke mal, erstens ist es ziemlich schief, weil es da unten aufliegt. Oh nee. So ist sogar komplett gerade, gar nicht schlecht. So fast sogar auch. Naja, auf jeden Fall muss ich hier unten in der Mitte auch noch tiefer. Das heißt, da muss ich auch noch was rausstemmen. Jawohl, das geht auch gar nicht so schlecht hier. Vorschlitzen ist immer gut. Ja, das alte, also ich weiß nicht, wie die das damals hier festgehalten haben, als ich es betoniert habe, aber es ist wirklich komplett das Plastikding hier einbetoniert. Also ihr seht, ich kann diese Stückchen hier rausziehen. So ist geil. Also wenn man sich das jetzt hier anguckt, das sitzt jetzt hier überall ziemlich gut, so eigentlich wie es sitzen soll. Es ist jetzt auch in der Richtung gerade, wenn man hier runter guckt, sieht man, dass es hier noch ein Stückchen rausgeht. Das heißt, wir da unten von der Ecke wegmachen und auf der Seite sieht es eigentlich perfekt aus. Und dann haben wir das fertig. Dann brauchen wir nur noch Rohre, um es mal zu verrohren. Wir haben ja jetzt gerade 1 Grad, am Montag sollen 15 Grad werden. Das heißt, am Montag werden wir das reinkleben.
So wie es jetzt ist, passt perfekt. Heute nehme ich mich mal eines Problems an, was sich hier mit den Lampen beschäftigt, weil Lampen funktionieren, wie man es halt so kennt, ohne Strom nicht. Und dadurch, dass wir halt hier im Nassbereich sind, wo wirklich Wasser anliegt, muss das Kabel natürlich auch wasserdicht sein. Und jetzt habe ich wirklich sehr, sehr lange überlegt, wie ich das Kabel wasserdicht aus dem Pool rausbekomme. Und ich hatte mir erst überlegt, dass ich hier unten so ein Loch mache, das zeige ich euch gerade mal. Also ich habe hier unten so ein Loch gebuddelt, das sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Und da unten sieht man aber so ein Lichtschimmer. Und das ist das, wo man hier die Lampe sehen kann. Da hat der Benny leider zu tief gestemmt. Einfach doppelt so tief, wie er hätte stemmen sollen, weil er nicht gemessen hat. Macht jetzt leider mehr Arbeit, aber ist halt so. Und dann hatte ich überlegt, wenn da unten jetzt eh schon ein Loch ist, dann kann ich mit dem Kabel einfach rausgehen. Und dann dachte ich, wenn es das irgendwann undicht ist, dann läuft mir der ganze Pool einfach da unten raus und es ist voll der Akt. Weil hier kommen ja diese neuen Bodenplatten drauf, die sind riesengroß und die wieder rauszumachen wäre teuer und viel Arbeit. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ich habe mir jetzt hier die Mauernutfräse genommen und habe mir hier das auf die Dicke eingestellt, dass ich mir hier diesen Riffelschlauch in die Wand legen kann, damit ich da mein Kabel durchstecken kann. Und diesen Schlitz werde ich mir jetzt hier von meiner Lampe gerade hoch, hier oben drüber und dann hier runter machen. Dadurch, selbst wenn das irgendwann undicht ist, würde das Wasser nur in der Wand in diesem Schlauch stehen und würde nicht hier oben drüber gehen, weil der Wasserspiegel natürlich nicht so hoch ist. Das heißt, ich gehe hier rüber, darunter, das hier wird sowieso alles wieder verdeckt. Das heißt, ich fräse jetzt einfach hier durch, gehe hier wieder ein bisschen Boden rein, so 20, 30 cm und dann gehe ich da mit meinem Kabel da erst in den Boden. Und dadurch ist das Ganze dann wasserdicht. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Was meint ihr? Da unten in den Boden rein, das muss nicht rausgestemmt werden. Ja, Mann. Und jetzt eben noch hier gerade runter von innen. Ja, Mann. Also das sieht ja jetzt schon mal richtig gut und vielversprechend aus hier. Und das Ganze mache ich jetzt hier drüben bei dem anderen Loch natürlich auch noch. Da generieren wir jetzt natürlich auch schön viel Bauschutt, aber ist halt so, muss halt raus, weil sonst kriegen wir kein Licht hier drin. Und es wird schön, also Arbeit lohnt sich. Steinmetz wäre nichts für mich, ist voll anstrengend. Oh, das war geil. Schön abgebrochen, ein Stück. Ah, hier ist mal wieder Metall. Schön. Also hier habe ich jetzt nochmal das Rohr. Wenn ich das jetzt hier reinlege, muss es komplett verschwinden. Das tut es auch. Hier ist noch eine Stelle, da ist nicht ganz so hoch, nicht ganz so tief. Da muss ich dann halt nochmal nacharbeiten. Aber das war es jetzt schon. So passt das richtig gut. Also, Plan funktioniert. Und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Jetzt auch schon hier drüben frei buddeln. Dass ich hier auch fräsen kann. Das sollte auf jeden Fall reichen. Neuer Tag und ich dachte mir, ich werde mich jetzt direkt mal dessen annehmen, dass ich das hier einklebe. Es gibt so einen Poolbauer hier in der Nähe, habe ich jetzt neu rausgefunden, den kannte ich noch überhaupt nicht. Da werde ich gleich mal hinfahren. Und bevor ich da hinfahre, dachte ich mir, ich mache mal ein paar Fotos und lässt es hier mal alles aus und fragt dann mal, wie die das machen würden. Also wie gesagt, möchte ich eben diesen Schlauch hier eigentlich einbauen. Warum, habe ich hier schon erklärt. Und der soll dann komplett eingespachtelt werden. Die Frage ist auch, wie kriege ich es hin, dass ich den hier wirklich reinklemme, ohne dass es an der Oberfläche ist. Aber das kriege ich hin. Vielleicht kann ich irgendwie da wieder mit diesen Holzkeilen arbeiten, die ich auch bei der Fußbodenheizung benutzt habe. Sollte funktionieren. Auf jeden Fall muss das Ganze ja wirklich richtig gut dicht werden dann. Deswegen lege ich es jetzt mal hier hin. Auf die Länge geht es hier. Beziehungsweise auch ein bisschen länger, vielleicht so bis hier, und schneide mir davon jetzt ein Stück ab. Ich werde es dann auch überall im Boden benutzen und nicht nur jetzt hier in der Wand. Aber ich habe mir gedacht, ich mache auf jeden Fall das hier in einem Stück, weil dann kann ich da besser mit arbeiten, das Kabel schon mal durchstecken und so. Das ist wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt anfange, das Kabel durch das ganze Ding durchzuziehen. Dann mache ich hier lieber ein bisschen Panzertape rum, wenn es im Boden ist oder so. Oder baue mir hier noch so eine Dose ran oder so. Ziel ist es ja wirklich, hier oben reinzukommen mit dem Kabel. Das muss hier so sitzen. Mit dem Kabel kann ich dann da oben vorbei. Das heißt, ich muss hier vielleicht noch ein bisschen was von der Ecke wegstemmen, damit ich da wirklich gut vorbeikomme. Und dann kann ich mit dem Kabel hier hinten von oben reingehen. Und ich denke, das ist dann wirklich eine gute Sache. Hier war auch so ein Schlauch dabei, der ist sogar eindichtbar.
Rein theoretisch könnte ich sogar mir hier noch mehr freistemmen und mit diesem Rohr hier, was da dabei ist, weil das hier, das könnte ich ja abdichten hier, könnte ich dann da hochgehen. Aber ich glaube, ich mache es lieber so hier, weil hier kann ich es wirklich komplett zuschmieren, wieder mit Kleber und dann auch mit eindichten. Das ist mir, glaube ich, lieber als diese Variante hier. Man kann das nämlich auch hier so machen, dass man quasi diesen Teil dann eindichtet damit. Ja genau, dann komme ich nämlich von hier oben rein, irgendwie, quasi. Ich weiß ja nicht, ob es hier eine richtig rum oder falsch rum gibt. Das muss ich nochmal klären. Aber das wäre auf jeden Fall die schönste Variante, weil jetzt ist das Kabel hier innen drin auch nochmal abgesichert. Ich glaube, so ist es auch gedacht, aber das ist leider nicht der Bedienungsleitung zu entnehmen, weil die Bedienungsleitung wahrscheinlich von einem japanischen Kleinkind geschrieben wurde. Also irgendwie so habe ich mir das gedacht. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen tiefer ausgestemmt. Natürlich nicht spitz genug hier. Aber dass ich das hier eben so reinklemme, dann kann ich das mit Fliesenkleber fixieren. Oder eben, ich mache erst Fliesenkleber rein, stopfe dann das Rohr direkt rein, damit es wirklich umschlossen ist. Ich glaube, das ist am besten und dann bin ich da auch auf der sichersten Seite von. Aber ich denke, dass dieser Plan hier eigentlich nicht schlecht aussieht. Und ihr seht, so kriege ich das auch wirklich da innen rein. Und es ist dann auch wirklich bündig und versteckt. Ich werde auf jeden Fall das Kabel erst durchstecken, weil sonst ist es wieder voll der Axt da rumzukriegen mit Staubsauger und dies und das. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe jetzt auch schon in vielen Videos gesehen, dass sie hier statt diesem Schlauch wirklich auch einfach nur das Kabel da drin liegen hatten. Diese Sache mit dem Schlauch ist natürlich noch mal ein bisschen sicherer. Das heißt, ich würde das eigentlich gerne auch so machen. Werde ich vielleicht auch. Das ist natürlich schwierig, weil ich glaube, ich muss das alles gleichzeitig einbauen, weil ich sonst... wobei das Kabel könnte ich ja nochmal zurückziehen. Das heißt, ich kann das Kabel da durchstecken, dann das hier alles verkleben mit der Lampe und dann kann ich das Kabel durchziehen und die Lampe da reinstecken. So werde ich es machen, schätze ich mal. Also werde ich erstmal hier das Kabel ein Stückchen hier durchschieben, damit ich das schon mal habe. Im Wetter ist es so schon gar nicht so leicht. Ihr merkt, es verhakt sofort. Sowas hasse ich ja auch echt eigentlich. Aber ich bin durch? Ne, noch nicht. Jetzt bin ich durch. Naja, da müssen halt da trotzdem noch mal irgendwie 1,5 Meter rausgucken. Weil, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man die Lampe tauschen möchte, also das Leuchtmittel, nicht die Lampe selbst, dann kann man das rausnehmen, kann das ganze Ding hier außerhalb des Wassers hinlegen und kann außerhalb des Wassers dann einfach das Leuchtmittel tauschen. Das ist natürlich wesentlich angenehmer als Wasser ablassen bis hierher, dann die Lampe tauschen und dann wieder aufhängen. Und wesentlich günstiger natürlich auch. Aber das ist jetzt erstmal meine Idee dazu. Ob das gleich der Poolbauer auch so machen würde, werde ich rausfinden und euch auch natürlich auch berichten. Aber so würde ich das jetzt erstmal machen. Wenn ihr einfach mal hier diesen Schlauch jetzt hier daneben halten, gucken, wie lange die das hier geplant haben, das überstehen zu lassen. Das ist natürlich, hier ihr seht, ein ganzes Stück. Wenn ich das wirklich damit nutzen möchte, muss ich auch so viel Kabel hier raushängen lassen. Das wäre jetzt so viel, das ist schon ein ganzes Stück. Irgendwie müssen wir natürlich auch mit diesen beiden Kabeln hier rüberkommen. Und ich würde gerne da hinten mit reingehen. Da, wo die Rohre auch ins Haus reingehen. Das heißt, wir müssen von da 2 kleine Schächte quasi rübergraben. Und das passt eigentlich auch ganz gut, weil wir müssen hier sowieso nochmal aufgraben. Weil hier unten nämlich auch ein Abfluss ist. Und weil wir die Dusche auch ändern wollen, muss der Abfluss in die Mitte dieser Dusche gerückt werden. Und aktuell ist er hier in der Ecke. Das heißt, ich werde als allererstes hier nochmal ein riesen Loch graben, wo dann wieder irgendjemand reinfällt, damit man da an den Abfluss kommt. 2-mal geschaufelt und direkt auf Beton. Das liebe ich ja. Aber irgendwo muss das Rohr ja auch weggehen. Aber wenn ihr euch erinnert, hatte ich das hier unten ja alles schon mal aufgebuddelt. Das heißt, ich weiß nicht, auf welcher Tiefe das sein soll. Muss ja dann echt tief sein. Zur Not muss ich halt meinen Abfluss halt irgendwie da reinleiten. So. Schöner wäre es natürlich, den richtig anzuschließen. Mann. Ah! Oh! Ich hab's gefunden. Krass. Das ist natürlich cool. Je nachdem, wie gut das hier gemacht ist, kann ich einfach die Ecke hier wegstemmen und komme dann da direkt da dran. Das wäre ja mal eine erfrischende Einfachheit. Okay, das Gute ist jetzt, ich weiß schon mal, wo es ist. Und das ist nicht so mega tief, wie ich dachte. Das ist auch was Positives. Also mein Termin gestern Abend bei dem Poolbauer war ziemlich ausschlussreich. Ich glaube, wir haben jetzt doch nochmal unseren Plan geändert. Denn ich glaube, wir werden jetzt hier doch eine Folie reinmachen, weil es einfach viel günstiger ist. Also mit allen Leuten, mit denen ich vorher geredet hatte, hieß es so, ja, 5.000 € für eine Folie und bla bla bla. Jetzt sagen die einfach 1.200 € für eine Folie, 300 € fürs Vlies, fertig. Die ganze Arbeit mit dem Spachteln fällt weg. Also ich meine, das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist natürlich gut. Weil eine gewisse Glätte braucht man natürlich, weil das Vlies kann ja nicht alles ausgleichen. Aber das ist viel geiler. Naja, wie auch immer. Die andere Sache ist, mit einer Folie muss ich hier nicht so mega krass dieses Rohr abdichten, wo das Kabel durchgeht, weil die Folie wird einfach mit diesem Klemmring an der Lampe befestigt, das sehen wir dann später. Und dann muss ich das hier nur einschlemmen quasi, ohne das unendlich dicht zu bekommen. Also es ist einfach mega genial. Hätte ich mir direkt mal so überlegen sollen. Auf jeden Fall werde ich deswegen jetzt schon mal meine beiden Leitungen hier in den Boden reinlegen. Dazu werde ich jetzt erstmal hier so einen Graben, so einen Trench buddeln, damit ich dann da meine beiden Leitungen reinlegen kann und auch in einer guten Tiefe, weil hier oben drauf kommen dann die Fliesen und nochmal Split und so.
Puh, also das ist auf jeden Fall ein kranker Akt. Mir ist gut warm, obwohl es -2 Grad ist oder -1 Grad oder so. Aber ihr seht jetzt schon, was mein Plan hier ist. Also ich habe jetzt eben von da hinten hier vorgebuddelt, habe dann hier noch dazu gegraben. Also hier treffen sich dann die beiden Kabel und dann lege ich beide Kabel zusammen. Jetzt den Rest nach da hinten, wo es dann zu dem Pool-Wanddurchbruch geht. Ich habe mir jetzt hier noch mal ein bisschen mehr Werkzeug geholt, weil ich muss ja jetzt einmal da hinten durchbohren. Also das heißt, gegraben habe ich jetzt hier noch. Ich muss jetzt da hinten einmal durchbohren, dass ich mit meinen Kabeln da hinten reinkomme. Dann habe ich mir gedacht, ich mache hier unten schon mal. Da in die Mitte soll der neue Ablauf. Das heißt, ich muss hier diese Ecke, was Beton ist, alles wegstemmen, damit ich dann mit meinem Rohr hier hochspringen kann und da reingehen kann. Das werde ich jetzt mal als erstes machen, glaube ich. Da habe ich mir jetzt hier nur die kleine Stemmmaschine mitgebracht, aber ich denke, die reicht nicht. Ich muss mir nochmal die große holen. Ich teste jetzt erstmal, wie gut es geht und bei Bedarf hole ich mir dann die andere Stemmmaschine. Also ich muss ja wirklich nur diese Ecke hier wegbekommen, dass ich wirklich mit dem Rohr dann da reinkomme. Kann ja eigentlich nicht so krass sein, oder? Also ich habe gerade einen Zeitraffer gefilmt, weil ich dachte, das wird voll der Akt, aber das hält alles überhaupt nicht. Also ich habe schon die ganze Ecke gerade rausgebrochen. Das ist wohl Sand, der gefroren ist. Das hier ist wohl auch Sand. Auch hier waren die Fliesen wieder richtig dick in den Speiß gelegt. Also es war halt damals so der Way to go. Heute halt nicht mehr. Also mit dem Hammer habe ich wohl mehr Erfolg. Das hat er verloren hier. Ich habe es jetzt raus und hier könnt ihr mal sehen, dass tatsächlich auch manchmal Sachen richtig gemacht wurden. Also hier ist ja der Ablauf und dieser Ablauf hat keinen Siphon. Deswegen haben die einfach einen Siphon selbst gebaut, in dem der Ablauf gerade nach unten geht und dann gehen sie hier wieder nach oben und dann hier raus. Für alle, die nicht wissen, was ein Siphon ist quasi wie ein Ventil für Luft. Also ihr habt einen hohen Punkt, wo euer Wasser reinläuft, dann habt ihr so ein U, wo Wasser drin steht und dann dahinter läuft das Wasser ab. Das heißt, wenn hier mehr Wasser reinläuft, dann läuft es hier hinten aus dem Ablauf ab und dann habt ihr ein Ventil, wo kein Gestank rauskommt. Geht ja in die Abwasserleitung und der Gestank von Klo zum Beispiel oder auch vom Duschen oder so, der kann nicht vom Kanal zurück hoch und hier rausstinken. Deswegen ist da ein Siphon ziemlich essentiell, weil man will nicht hier draußen sitzen, Kuchen essen und menschliche Abfälle riechen. Als nächstes müssen wir das hier fertig machen, dass wir mit unseren beiden Kabeln hier durch die Wand durchkommen. Hier liegt so ein Schlauch und ich habe keine Ahnung, welche Funktion der bei dem Pool hatte. Ich habe das auf jeden Fall, wo das da drin war, habe ich es abgeklemmt, weil ich weiß nicht, ob die da drüber manchmal dosiert haben und es da lang reingekippt haben, ob da irgendwie ein Trichter oder so innen angeschlossen war. Auf jeden Fall ist es innen drin, hängt einfach nur dieses Rohr, dieser Schlauch raus. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist ja sowieso total hin. Ich kann das ja einfach mal aufschneiden, gucken, ob ich nicht vielleicht mit meinen beiden Kabeln da durch kann, weil dann muss ich jetzt keine neue Penetration hier durch diese Wand durchmachen. Jetzt kann ich einfach mal messen, also mein Kabel ist 1 cm dick, ob ich hier 2 Kabel nebeneinander durchkommen könnte. Und das könnte eventuell funktionieren. Das haben die hier auch ganz interessant gemacht. Hier ist noch so ein Stück Rohr, was die auch für den Poolbau hier benutzt haben, dieses 63er. Und auf dem anderen Ende hier hängt auch so ein schrottiges Rohr raus. Naja, okay, so schrottig ist vielleicht nicht, wenn die Klinge abbricht. Ne, ist aber nur alt und steinhart. Wo ist jetzt der Rest von meiner Klinge? Nicht, dass der Hund sich das in den Fuß rammt. Hier. Aber ich versuche erstmal da mein Kabel durchzustecken jetzt. Wenn es nicht geht, bohre ich mir hier neben ein Loch und mache das hier einfach komplett zu. Also das ist hier auch komplett in Beton eingelassen. Ich habe das hier eben schon freischlagen müssen, um überhaupt dran zu kommen. Das ist aber auch sehr porös hier. Also da könnte man sowieso nichts mehr durchlaufen lassen. Also hier seht ihr das Rohr, den Schlauch. Der kommt eben hier raus, wurde hier mal abgedichtet. Und ich denke, wenn ich das hier jetzt einfach abschneide hier, dass es dann breit genug ist, um die beiden Kabel durchzustecken. Und danach kann ich mir die Kabel halt irgendwie hier hochlegen oder an der Wand hoch. Und hier kommt der neue Kasten hin. Hier ist halt der alte Kasten. Der neue Kasten ist schon hier. Der hat unten Einführung, aber auch hier oben. Also wir können überall dran gehen. Aber ich probiere jetzt mal damit da durchzukommen. Also bis hierhin geht mein Kabel jetzt. Und ab hier brauche ich nochmal 6 Meter. Die messe ich jetzt mir erstmal ab. 4, 5, Seitenschneider und weg damit. 3x1,5 für ein Erdkabel ist schon ziemlich dick. Also man sieht halt auch, dass der Mantel wesentlich dicker ist als bei einem normalen. So mit normales Kabel meine ich Indoor-Kabel. Jetzt ist es Zeit rauszufinden. Okay, also 1 geht easy durch. Ob das zweite dann auch so gut durchgeht, weiß ich nicht. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall hier erstmal Schutzschlauch drüber stecken, weil das ist zwar ein Erdkabel, aber ich habe auch Schutzschlauch. Stecke ich drüber, damit wenn man hier nochmal buddelt und mit der Schaufel hier irgendwie draufhaut, dass man dann wenigstens nur den Schutzschlauch erwischt und nicht das Kabel. Dazu muss ich aber eben erstmal hier mein Kabel entrullern. Oh yeah, I love it. Oh Mann. Vielleicht lasse ich es auch, weil es einfach nicht geht. Der Schlauch muss natürlich auch entrullert sein. Oder ich schiebe es in so Abschnitten drüber. Oh, voll der Akt.
Also bis hierher habe ich's. Das heißt, ich mache jetzt nochmal ein 2 Meter Stück ab, schiebe das da drüber und dann können wir da hinten schon mal wieder anfangen aufzufüllen, damit ich da nicht reinfalle. So, und hier kann ich jetzt, wie gesagt, schon mal wieder 1, 2 Schaufeln drauf machen. Ich habe es gemessen, also ungefähr 30 cm unter der Oberfläche, also ist okay, kann ich so lassen. Und dann kann ich das Ganze auch direkt ein bisschen festtrampeln, damit ich hier wieder laufen kann, ohne reinzufallen. So, guter Start. Natürlich jetzt nicht so verdichtet wie der Rest, aber das kommt in der Zeit. Außerdem müssen wir sowieso noch mit der Rüttelplatte drüber, dann, wenn wir hier Mineralbeton drauf machen. So, das zweite habe ich jetzt auch schon mal gelegt. Die treffen sich jetzt hier, gehen dann zusammen nach da hinten. Und jetzt kommt die Frage, ob das andere Kabel auch mit durch diesen Schlauch passt oder nicht. Werden wir jetzt rausfinden. Aber damit mir jetzt hier erstmal nichts mehr verrutscht, fülle ich das jetzt hier auch direkt auf. So, ich habe es jetzt noch nicht selbst probiert. Wir werden es jetzt zusammen rausfinden. Das fühlt sich schon sehr, sehr eng und sehr schlecht an. Das sieht schlecht aus. Schade, oder? Och Mann, ey. Ich muss mir da wohl eine andere Lösung überlegen. Bevor ich mir jetzt wieder voll den Akt mache und ein Loch bohre und noch was habe, was ich abdichten muss, dachte ich mir, ich hole mal noch hier diesen Endgegner raus. Mehrzweckfett ist ziemlich geil. Damit habe ich schon mal ein Kabel auch durch ein altes Rohr gelegt. Das hat auch gut funktioniert. Hoffen wir, dass es diesen Zweck hier auch erfüllt. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, mit dem Sand hier am Kabel, das ist natürlich auch nicht zuträglich. Ich mache jetzt einfach mal richtig was rein. Gucke, dass das Kabel hier einigermaßen sauber ist. Und dann schauen wir nochmal, wie wir hiermit weiterkommen. Aber wie es aussieht, auch einfach gar nicht. Es kommt mir so vor, als wäre hier eine Stelle, also hier vorne passt es eigentlich gut durch und dann ist da eine Stelle, wo es nicht passt. Vielleicht nehme ich mir einfach nochmal den Meißel und mache hier den Beton weg, der drumherum ist, damit ich besser, also vielleicht ist da nur eine Stelle, die das zudrückt, wo ich nicht durchkomme. Wenn ich da dran vorbeikomme, dann könnte das ja funktionieren. Ich habe jetzt gerade von innen komplett hier durchgebohrt, bin hier unten rausgekommen, also gar nicht so schlecht. Ich hoffe jetzt nur, dass das hier ein 12er Bohrer ist. Ja Mann, weil mein Kabel hat nämlich 10 mm. Bin ich nur sehr gespannt, damit hier durchkomme, Alter. Das ist ja so geil. Das sieht gut aus. Alter Walter, was ein Akt. Nur ein bisschen Licht im Pool zu haben, ey. Krank. Also, nochmal würde ich diesen Pool nicht sanieren, glaube ich. Ja, wobei, jetzt weiß ich, wie alles geht. Man ist danach immer schlauer, ne? Ist einfach so. Zieh das mal durch. Das war es jetzt schon wieder für das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt es sehr genossen, dass es wieder mal ein 40-Minuten-Video war, nachdem jetzt so viele Kommentare waren, dass ich die Videos doch bitte wieder mal länger machen soll. Ist dieses jetzt wieder relativ lang geraten. Das nächste Pool-Video wird dementsprechend auch wieder ziemlich lang. Es ist sehr viel Content. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir dann die Poolfolie einhängen und wie alle weiteren Vorbereitungen dafür getroffen werden, solltet ihr auch auf jeden Fall die nächsten Videos nicht verpassen. Deswegen abonniert gerne meinen Kanal und ich würde mich auch sehr über ein Like auf dieses Video freuen. Und falls ihr gerne mehr Videos von mir gucken wollt, aber schon die ganzen Renovierungsvideos durchgeschaut habt, dann schaut euch doch auch gerne mal meine Australien-Videos an. Ich bin 2 Jahre durch Australien gereist und habe das alles gevloggt. Und ich kann euch besonders die Videos vom Offroad-Konvoi ans Herzen legen und von den letzten beiden Staffeln. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.